Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein herbstliches Bastelvideo von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr einen schönen Herbstkranz aus Naturmaterialien selber machen könnt. Diesen Kranz könnt ihr an der Tür hängen, auf dem Wand hängen als Deko oder so auf dem Tisch mit Kerzen hinstellen. Und in meinem Video heute werde ich dir das Ganze Schritt für Schritt ganz detailliert erklären. Lasst uns gleich loslegen. Für den Kranz brauchst du viele Kastanien und kannst zusätzlich Eicheln, Zapfen und Nüsse verwenden. Außerdem benötigst du 2 Stücke Karton, die zur gewünschten Größe deines Kranzes passen. Ich habe meinen Kranz mit einem Durchmesser von 30 cm gemacht. Zeichne zuerst auf beide Kartonstücke einen Kreis und schneide ihn aus. Dann nimmst du Backpapier oder Butterbrotpapier, legst eines der ausgeschnittenen Kartonteile darauf, zeichnest den Kreis nach und schneidest ihn ebenfalls aus. Falte nun den Papierkreis so, wie ich es im Video zeige, um die Mitte zu markieren und übertrage die Mitte auf beide Kartonkreise. Anschließend faltest du den Papierkreis weiter, misst 4 cm ab und schneidest einen kleinen Innenkreis aus. Lege diesen kleinen Kreis mittig auf die Kartons und zeichne ihn ab. Schneide dann auch die inneren Kreise aus, um die Basis für deinen Kranz zu schaffen. Ich empfehle, diese Basis doppelt zu machen, also 2 gleiche Kartonringe zusammenzukleben, damit der Kranz stabiler ist. Während die Heißklebepistole aufheizt, kannst du ein Stück Schnur zum Aufhängen des Kranzes abmessen. Diesen Schritt kannst du überspringen, falls du den Kranz nicht aufhängen möchtest. Wenn der Kleber heiß ist, klebe die beiden Kartonringe zusammen. Damit ist die Basis für den Kranz fertig. Bevor du mit dem Deko anfängst, befestige am besten gleich die Schnur zum Aufhängen. Jetzt geht's ans Dekorieren. Zuerst bedecke ich die gesamte Kranzbasis mit Kastanien und achte darauf, dass sie bis zum Rand und leicht darüber hinausreichen. So wird später kein Karton mehr sichtbar sein. Bei meinem Kranz habe ich nicht darauf geachtet, dass die Kastanien bis zum Rand kleben und an manchen Stellen ist der Karton von bestimmten Blickwinkeln sichtbar. Das finde ich allerdings nicht schlimm. Wenn du das aber vermeiden möchtest, achte darauf, die Kastanien so zu kleben, dass sie leicht über den Rand hinausragen. Nach dieser ersten Schicht ist es nicht problematisch, wenn zwischen den Kastanien kleine Lücken bleiben, da wir später noch viel Dekoration darüber anbringen werden. Nach dieser ersten Schicht Kastanien machen wir eine zweite, indem wir eine Kastanie mittig auf die untere Reihe kleben. Das schafft die Basis für den restlichen Dekor. Nun kannst du kreativ werden und den Kranz weiter dekorieren. Ich habe zuerst die Walnüsse angebracht, um ein paar Farbakzente zu setzen und dann die Zapfen gleichmäßig verteilt, weil ich nur wenige davon hatte. Ich habe sehr kleine Zapfen gefunden, die perfekt zum Kranz gepasst haben und einige mit kleinen Ästen direkt aufgeklebt. Das finde ich sieht richtig schön aus. Zum Schluss nutze ich die Eicheln, um die kleinen Lücken zu füllen. Ich habe verschiedene Eicheln gefunden und sie großzügig verteilt, damit der Kranz voll und schön dekoriert wird. Die ganz kleinen Eicheln fand ich besonders süß.
Den fertigen Kranz habe ich auf eine Platte gestellt, in die Mitte Kerzen gesetzt und so ist eine wunderschöne Herbst-Winter-Deko für den Tisch entstanden. Ein echter Hingucker, oder? Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und dass du inspiriert geworden bist, dein eigenes Herbstkranz zu basteln. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, die ganze Sachen für den Kranz zu sammeln und dann den Kranz zu machen. Ich liebe solche Projekte und wenn die euch gefallen, dann vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und lasst mir in den Kommentaren wissen, ob ihr solche Videos auch in Zukunft sehen möchtet. Dann werde ich auch ab und zu mehr solcher Bastelvideos mit euch teilen. Und wenn du mehr Inspiration brauchst und auf der Suche für einen Adventskranz bist, dann werde ich mein Video aus letztem Jahr hier für dich verlinken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.